Hi! In diesem Video zeige ich euch, wie ihr euch euer eigenes Mooncake-Stofftier nähen könnt. Es besteht aus 4 Elementen, für die wir das Schnittmuster selber entwerfen werden. Los geht's! Starten wir mit dem Schnittmuster für den Körper. Auf diesem Referenzbild sieht man, dass Mooncake nicht komplett kugelförmig ist, sondern eher die Form einer plattgedrückten Kugel hat. Um jetzt unser eigenes Schnittmuster erstellen zu können, brauchen wir ein Objekt, was eine ähnliche Form und Größe hat. Ich habe hier praktischerweise diese Katze, aber es geht auch was anderes. Ihr könnt genauso gut einen Kissenbezug mit Kleidung ausstopfen oder so. Werdet kreativ. Als erstes packt ihr euer Objekt in Frischhaltefolie ein, drückt es gegebenenfalls noch zurecht und umwickelt dann alles mit Klebeband. Dann zeichnet ihr genau in der Mitte eine waagerechte Linie einmal außenrum. Messt den Umfang und teilt ihn durch 7. Warum gerade 7? Unser Schnittmuster wird zu einer Art Wasserballschnitt und ich habe mich für eine ungerade Anzahl Segmente entschieden, damit ich die Wendeöffnung hinten in der Mitte platzieren kann und gleichzeitig aber vorne in der Mitte keine Naht habe. Schneidet jetzt euren Wasserball vorsichtig auf, so dass die Segmente noch miteinander verbunden sind. Obwohl ich ordentlich gezeichnet habe, ist mein Folienschnitt ein bisschen unregelmäßig. Darum übertrage ich ihn auf Papier, falte ihn in der Mitte und suche mir das schönste und gleichmäßigste Segment aus. Das setze ich dann oben und unten jeweils 7 Mal hintereinander. Und so sieht mein fertiges Schnittmuster dann aus. Ich verwende für meinen Mooncake einen Sweatshirtstoff aus Baumwolle, der eine glatte und eine kuschelige Seite hat. Da ich dieses Reststück aufbrauchen will, werde ich den Körper aus 2 Teilen zusammenstückeln. Jetzt können wir alles zusammennähen, bis auf die hintere Mittelnaht. Achtet darauf, dass ihr die Nähte in der Stoffmitte rund auslaufen lasst, so wie bei Abnähen von Kleidung. Wenn ihr das nicht macht, bekommt ihr nämlich beim Stopfen später so eine hässliche Ecke. Näht die Spitzen der Segmente nur bis zum Ende der Linie zusammen. Das ist wichtig, damit diese Spitzen am Ende in einem Punkt zusammentreffen können. Und keine Sorge, wenn die Spitzen der Segmente nicht perfekt aufeinandertreffen. Darum kümmern wir uns später. Und fertig ist der Wasserballkörper. Weiter geht's mit den Füßen. Mooncakes Füße sind annähernd kugelförmig. Darum beginne ich für das Schnittmuster mit einem Kreis und verlängere ihn an einer Seite zur Befestigung. Wie groß dieser Kreis sein muss, habe ich einfach ausprobiert, indem ich 1-2 Teststücke aus Stoffresten genäht habe. Das Schnittteil, was ich dann am Ende verwendet habe, ist 10 cm breit. Näht die Füße und schneidet die Nahtzugabe zurück. Stopft dann Füße und Körper mit Füllwatte aus und positioniert die Füße so, wie ihr sie haben möchtet. Zum Festnähen schlagt ihr die Nahtzugabe nach innen, nehmt die Füllung wieder aus dem Körper heraus und näht die Füße mit der Nähmaschine fest. Aber so sind die Füße noch viel zu locker, darum fixiere ich sie mit ein paar Stichen von Hand. Mit Hilfe von Referenzbildern platziere ich jetzt das Gesicht. Die Augen sind ungefähr in der Mitte des Körpers und der Mund ist knapp oberhalb der Unterkante der Augen. Den Mund möchte ich mit der Maschine aufsticken. Da ich keine Stickmaschine besitze, muss es ein breiter Zickzackstich tun. Es ist gar nicht so einfach, den Stoff so zu führen, dass es ein schöner gleichmäßiger Mund wird, darum rate ich euch auf jeden Fall vorher ein paar Tests zu machen. Bei dehnbaren Stoffen wie meinem ist es wichtig, hierfür einen Stickvlies unterzulegen. Das habe ich aber auch gerade nicht da, darum nehme ich einen Rest von einem nicht dehnbaren Stoff. Tada! Und jetzt können wir auch endlich diese riesige Wendeöffnung schließen. Oben und unten, wo sich die Spitzen des Wasserballschnitts treffen, ist jetzt noch so ein unschönes Loch. Das lässt sich aber leicht von Hand schließen. Als nächstes kommen jetzt die Augen dran. Dafür verwende ich auch einen flauschigen Sweatshirtstoff. Die Pupillen könnt ihr entweder draufsticken oder applizieren. Ich habe mich fürs Sticken entschieden und diese Entscheidung direkt wieder bereut, nachdem ich fürs erste Auge 2 Stunden gebraucht habe. Jetzt werden die Augen von Hand festgenäht. Da Mooncakes Augen so ein bisschen hervorstehen, kommt noch ein bisschen Füllwatte drunter. Zum Schluss bei den Antennen bin ich ähnlich vorgegangen wie bei den Füßen. Das Schnittteil, für das ich mich entschieden habe, ist 8,5 cm lang und 2,5 cm breit. Näht die Antennen, schneidet die Nahtzugabe zurück und vergesst nicht, die Nahtzugabe einzuschneiden. Die
Die Antennen müssen wirklich fest mit Füllwatte ausgestopft werden, damit sie aufrecht stehen bleiben. Und zu guter Letzt werden sie von Hand festgenäht.